Servus Leute, heute bei Marcel's Hockey School werden wir ein bisschen Power Skating auf dem ODR machen und zwar etwas benutzen, die jeder dabei hat. Unser Schneeschieber. Auf dem Eis, im Eisstadion würden wir normalerweise einen Schläger dafür nehmen, aber somit kann ich meinen Schläger in meiner Hand haben und ich finde, der Schneeschieber tatsächlich etwas vielseitig ist. Das sind Übungen, die man in Stationen machen kann, im Stadion oder in engen Raum, so wie hier zum Beispiel auf meiner Eisfläche. Wir fangen super basic an, ohne Pucks und am Ende des Videos werde ich euch viele Möglichkeiten zeigen, wie man auch einen Puck einbauen kann. Okay, legen wir los. Super einfach. Die erste Übung, einfach auf andere Seite. Große Schritte auf der anderen Seite. Und immer versuchen, schön auszugleiten. Ein bisschen zu rutschen. In der Bremse. Hin und her. Desto flacher eure Kufen aufs Eis kommen, desto mehr werdet ihr rutschen können, was wir wollen. Desto angewinkelt eure Kufen sind, desto mehr die ins Eis krallen werden. Und das ist unsere zweite Variation. Wir wollen nicht mehr rutschen, sondern tatsächlich wirklich nur stoppen. So, spring. Jetzt wird's. Ich versuche so wenig wie möglich zu rutschen und finde die richtige Kufenwinkel. Jetzt werden wir es ein bisschen schwieriger machen. Wir werden mit einem Übersetzer rüberspringen. Also es sieht so aus, wenn ich es ganz langsam mache. Ich werde einen Schritt machen, übersetzen und dann wieder rüber. Wichtig ist, dass der Übersetzer immer über den Schläger ist und nicht davor. Also sieht es dann so aus. Schritt, Übersetz, balancieren. 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 Schritt, Übersetz und balancieren. Jetzt, was wir machen werden, ich bringe das nur ein kleines bisschen nach hinten. Wir werden in einer 8 um unsere Schaufel rumlaufen. Sieht so aus, ganz kleine, feine Kantenarbeit. Und in der Mitte springe ich rüber. Immer in der Mitte von meiner Schaufel mache ich einen Schritt rüber. Müsst ihr herausfinden, wie krass ihr euch auf eure Kufen lehnen solltet. Der Bogen ist relativ eng, allerdings habt ihr nicht so viele Geschwindigkeit dabei. Also so richtig feine Einstellung mit den Kufen. Einmal noch. Ups. So, und jetzt machen wir das auf der Außenkante, die 8. 2 Variationen, eine mit einem Übersetzer und eine ohne. Ich finde es ohne tatsächlich leichter. Das heißt, ich werde mit meiner Außenkante laufen und dann einen Schritt rüber machen. Sieht so aus. Wie ihr seht in die Mitte, wenn ich hier komme, dann muss ich tatsächlich ein bisschen aufmachen, fast in einen T, damit ich diesen Push schaffe. Also in die Mitte T, gleiten, aufmachen, T, gleiten, aufmachen, T, gleiten. Zweite Option ist, dass ihr auf die Außenkante kommt und in der Mitte übersetzt und dann gleich weitermacht. Der sieht so aus, der ist für mich tatsächlich schwieriger, aber manche finden es leichter. Also schauen wir mal. Und hier in die Mitte springen. Hopp. Jetzt wird es ein bisschen besser.
anfängliche Schwierigkeiten. Mika Reuter, wo bist du, wenn ich dich für eine Power-Skating-Übung brauche? Der Mika, überragender Schlittschuhläufer, in ein paar von meinen Videos vorgestellt, kann es richtig gut. Jetzt gehen wir in den Hip-Opener. Und es ist tatsächlich leichter, einen Hip-Opener zu lernen in einem engen Raum als in einem großen Raum. Ganz einfach, wenn ich einen großen Kreis beim Hip-Opener fahren möchte, dann muss ich meine Füße fast bei 180 Grad bringen. Das ist für viele Leute schwierig. Wenn ich es nur um eine Schaufel machen möchte, dann müssen die Füße nicht so einen krassen Winkel haben und das ist leichter. Also fangen wir langsam an und den Hip-Opener gibt es einen vollen Tutorial dazu. Poste ich den Link hier oben. Aber den Hip-Opener, wenn ihr es lernt, erstmals nur mit den hinteren Beinen anfangen, mit den hinteren Beinen schieben, das vordere Bein gleitet und natürlich wollen wir dann anfangen zu pendeln und Schwung aufzunehmen. Da die Kurve hier so eng ist, wenn ich eine große Kurve machen möchte, dann würde ich wirklich tatsächlich die Füße heben. Aber hier bei so einer kleinen Kurve ist es nicht wirklich notwendig. Ich pumpe zwar mit beiden Füßen, aber die bleiben grundsätzlich fast die ganze Zeit auf dem Eis. So, und nächste Übung. Ich drehe das ein bisschen um. Wir gehen durch die Mitte, vorwärts, rückwärts die Seite entlang. Durch die Mitte immer vorwärts und rückwärts die Seite entlang. Wir werden ganz schnelle Füße brauchen. Immer schön in der Hocke bleiben. Kleiner Tipp hier für euch. Am besten, wenn ihr in diese Position seid und in der Richtung gehen wollt, dann müsst ihr fast ein bisschen springen, mit diesem Bein, in diesem Fall mit dem linken Bein abstoßen und rüberspringen in der Bremse rein. Also ich finde, es dauert auch länger, wenn ihr von hier dann einen Schritt macht und dann kommt das Bein runter und dann dreht ihr. Das ist nicht so schön. Also aus den Ecken hinten einen kräftigen Abstoß, einen halben Sprung drehen und auf rückwärts gehen. Probieren wir das nochmal. So sieht es dann aus. Und eine letzte lustige Übung für euch auf dem Eis machen wir das natürlich mit dem Schläger. Ich werde es hier jetzt mit dem Schaufel probieren, mit dem Schneeschieber. Habe ich vom Stop Concussions bekommen. Das ist eine lustige Übung. Ich werde es hier loslassen, auf meine eigene Achse drehen und bevor der Schneeschieber auf den Boden knallt, versuchen, den zu erwischen. Schauen wir mal. Oh, das war nicht so gut. Muss ich vielleicht nochmal probieren. Den richtigen Winkel finden und ganz schnell drehen. Natürlich, wenn es zu mir fällt, ist es leichter. Das ist vielleicht eine Übung, wo es tatsächlich besser ist, mit dem Schläger zu machen. Ich mache es dann so. Nochmal. Ja, dann holen wir den Schläger. So, das müsste ich jetzt hinbekommen. Oh, deutlich leichter mit dem Schläger, hätte ich nicht unbedingt gedacht. Wahrscheinlich liegt es an Schneeschieber, der Winkel von der Schaufel da. Und wie ihr seht, tue ich mich immer noch ein bisschen schwer, ganz lustig. Und versuche natürlich, den zu erwischen, bevor es gegen euch knallt. So, ihr könnt fast alle diese Übungen, bis auf natürlich den letzten, mit dem Puck machen. Und ich bin wirklich ein Fan davon, wenn man was gemeistert hat ohne Puck, dann mag es auf jeden Fall mit einem Puck. Wir gehen einfach schnell die Variationen mit einem Puck durch. Danach könnt ihr es auch probieren. Seid
kreativ. So, das war's zum Powerskating auf dem engen Raum mit meinem guten Freund, der Schaufel bei Marcel's Hockey School. Man braucht nicht viel Platz, um viele gute Übungen zu machen. Hier ein perfektes Beispiel, Sessionstraining auf dem Eis während der Saison, wenn die Stadien aufhaben, oder auf einen kleinen ODR. Und es ist richtig anspruchsvoll, wenn man es mit dem Puck probiert. Einmal probiert es noch. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Marcel's Hockey School.